Wusstest du, dass du mit nur 1500 Wörtern 90% der deutschen Alltagssprache verstehen kannst? Und genau deswegen nehme ich dich mit ins Stadtzentrum. Denn hier werden wir gemeinsam die nächsten 50 Wörter lernen. Also, bist du bereit? Na dann, komm mit. Ich bin hier in Querétaro, einem Bundesstaat in Mexiko. Ich habe 3 Jahre lang in Mexiko gewohnt, aber nicht in Querétaro, hier, nicht in Querétaro, sondern in Mexiko-Stadt, in der Hauptstadt Mexikos. Ich bin hier im Urlaub. Ich mache Urlaub hier in Querétaro. Ich besuche meine Familie, die Familie meines Mannes. Und heute möchte ich dir das Stadtzentrum zeigen. Hier am Gitter, das Gitter, hängen Bänder. Das Band und die Bänder. Und die Bänder sind in den Farben der mexikanischen Flagge, nämlich Rot, Weiß und Grün. Wir laufen zum Hauptplatz. Wir gehen zum Hauptplatz oder wir laufen zum Hauptplatz. Aber guck mal, hier gibt es Bänder in weiteren Farben. Es gibt rosa, lila, orange, gelbe Bänder. Welche Farben hat die mexikanische Flagge? Ist die mexikanische Flagge blau? Nein. Ist die mexikanische Flagge orange? Nein. Ist die mexikanische Flagge gelb? Nein. Welche Farben hat die mexikanische Flagge? Genau, die mexikanische Flagge ist grün, weiß und rot. Und sie hat ein Tier in der Mitte. Weißt du welches? Und guck mal, hier hinter mir ist eine Straßenverkäuferin. Die Straßenverkäuferin verkauft Essen und fährt von Straße zu Straße. Die Verkäuferin oder der Verkäufer. Das hier ist ein Souvenirshop, der Souvenirshop. Hier kann man Souvenirs kaufen und guck mal. Siehst du die bunt bemalten Totenköpfe, die bunt bemalten Schädel? Diese Kunst, diese Kunstwerke sind typisch für Mexiko. Wir gehen weiter. Auf der anderen Straßenseite gibt es ein Café. Das Café heißt Paulino. Ich gehe hinein. Die Kellnerin begrüßt uns. Buenos días. Ich bestelle einen Cappuccino und einen Latte Macchiato.
Ich habe gerade Kaffee bestellt. Kaffee zum Mitnehmen. Ich trinke den Kaffee also nicht hier im Café, sondern ich nehme den Kaffee mit. Und jetzt warte ich auf den Kaffee. Trinke ich den Kaffee hier? Nein, genau. Nehme ich den Kaffee mit? Ja, genau. Ich nehme den Kaffee mit. Ich habe ihn zum Mitnehmen bestellt. Also einen Kaffee zum Mitnehmen bitte. Hinter der Theke bereitet die Kellnerin den Kaffee zu. Auf der Theke stehen Kuchen und Croissants unter einer Glasglocke. Der Kaffee ist fertig. Die Kellnerin stellt den Kaffee auf die Theke. Und guck mal, ich sitze hier an einer Bar. Die Bar und der Barhocker. Ich sitze auf einem Barhocker. Ich bezahle die Kaffees an der Theke mit Karte und kontaktlos mit dem Handy. Ich brauche keine Quittung, also keinen Kassenbon. Ich verabschiede mich von der Kellnerin und verlasse das Café. Zum Mitnehmen. Ich habe einen Kaffee zum Mitnehmen bestellt. Ich habe den Kaffee mit Karte bezahlt und ich habe der Bedienung Trinkgeld gegeben. Also zum Mitnehmen, mit Karte zahlen und das Trinkgeld. Der Kaffee schmeckt super. Am 15. September feiern Mexikanerinnen und Mexikaner hier den mexikanischen Unabhängigkeitstag. Also dass Mexiko unabhängig, also frei wurde. Und deshalb ist die Stadt hier so schön geschmückt. Mit Fahnen, Bändern, Windrädern in den Farben Mexikos. Der Hauptplatz. Ich bin hier am Hauptplatz, also der wichtigste Platz hier im Stadtzentrum. Und hinter mir siehst du den Regierungspalast, also den Sitz der Regierung des Bundesstaates Querétaro. Guck mal, ganz oben am Gebäude ist eine Glocke. Die Glocke. Und über der Glocke siehst du die mexikanische Flagge, die im Wind weht. Hinter mir gibt es Schuhputzer. Hinter mir werden dem Mann die Schuhe geputzt. Die Schuhe werden geputzt, die Schuhe sind schmutzig und jetzt werden sie sauber gemacht. Und in der Mitte des Hauptplatzes hier steht ein Brunnen, ein Springbrunnen. Komm mit. Und im Brunnen ist Wasser. Guck mal. Das Wasser ist nicht tief. Es gibt nur wenig Wasser im Brunnen. Und guck mal, in der Mitte des Brunnens gibt es eine Statue. Die Statue. Und aus dem Maul
also der Mund des Hundes, aus dem Maul des Hundes kommt Wasser. Und auf dem Hund sitzen Tauben, also Vögel. Und diese Vögel heißen Tauben. Die Taube. Und hinter mir am Baum stehen 2 Polizistinnen. Also der Polizist, der männliche Polizist und die Polizistin. Und guck mal, vor mir siehst du eine Kirche. Die Kirche. Die Kirche hat eine Kuppel. Also die Kuppel, das runde Dach. Und hier in dieser Straße gibt es viele Restaurants. Guck mal. Und noch ein Brunnen. Der Brunnen wird von 2 Personen gereinigt, also sauber gemacht. Ich stehe hier an einem Obststand. Hier kann man Obst kaufen, Obst zum Mitnehmen. Das Obst ist in einem Becher. Hier gibt es einen Becher mit Mangostücken. Die Mango, die Wassermelone, die Honigmelone. Und hier gibt es einen Becher mit verschiedenen Früchten, mit verschiedenem Obst. Ich habe einen gemischten Becher bestellt und der Verkäufer bereitet den Becher zu. Ich bezahle bar. Ich gebe dem Verkäufer einen Geldschein. Ich bezahle mit Bargeld. Und ich habe einen Becher mit gemischten Früchten bestellt. Und guck mal, hier drin gibt es nicht nur Melone und Mango, sondern auch Gurken, Salatgurken und Jicama. Das Obst ist super frisch. Es schmeckt lecker. Das Modegeschäft. Hier gibt es Kleidung zu kaufen, wie Hüte, Röcke, Kleider, T-Shirts, Taschen und Ohrringe, Armbänder und so weiter. Das Museum. Aber guck mal, das Schloss. Das Schloss. Das Museum ist geschlossen. Ich kann nicht ins Museum. Es ist geschlossen. Wie schade. Ich kann nicht ins Museum gehen. Ich kann mir die Ausstellung im Museum nicht ansehen. Das Museum öffnet ein bisschen später. Was
machst du gerne im Urlaub? Wenn ich im Urlaub bin, sehe ich mir gerne Sehenswürdigkeiten an. Gerne besuche ich das Stadtzentrum und besuche lokale Restaurants, Cafés, Bäckereien und Supermärkte. Ich sehe mir gerne Kirchen an, Monumente, Statuen und ich spaziere gerne durch das Stadtzentrum. Wenn man im Urlaub ganz gemütlich durch das Stadtzentrum spaziert, nennt man das auch Schlendern. Also gerne schlendere ich durchs Stadtzentrum und gucke mir die Stadt, die Gebäude, die Häuser und die Hausfassaden an. Und du, was machst du gerne im Urlaub? Ich hoffe, dass du viele neue Wörter gelernt hast. Ich bekomme langsam Hunger und deshalb verabschiede ich mich jetzt von dir. Also, mach's gut, viel Spaß und viel Erfolg beim Deutschlernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!